Ich habe euch gefragt, welches Video ihr euch als nächstes von mir wünscht, und einer von vielen Vorschlägen war, über die deutschen Seiten zu sprechen. Dann machen wir das doch einfach, oder? Bevor es aber losgeht, ein kleiner Hinweis. Falls du intensiver Deutsch lernen möchtest, dabei aber trotzdem flexibel bleiben möchtest, dann schau dir doch gerne meine Deutschkurse an, denn hier findest du alles von A1 bis C1 und sogar einen Aussprachekurs für ganz besonders Motivierte. Und jetzt geht's weiter. Fangen wir einmal damit an, aufzuzählen, wie viele Zeiten wir eigentlich insgesamt haben. Danach erkläre ich, wie sie gebildet werden und wann man sie benutzt. Wir haben also Präsens, Perfekt, Präteritum, Plusquamperfekt, Futur 1 und Futur 2. Hier siehst du auch nochmal alle Zeiten grafisch auf einer Zeitachse, damit du sie dir besser vorstellen kannst. Starten wir mit dem Präsens. Das Präsens benutzen wir, wenn wir über Sachen, Handlungen und Situationen in der Gegenwart sprechen. Also, was passiert jetzt in diesem Moment? Zum Beispiel, ich spreche jetzt über das Präsens. Wir benutzen es aber auch, wenn wir beschreiben möchten, dass etwas generell so ist. Wenn wir also eine allgemeingültige Aussage treffen. Beispiel: Ich mag es generell, wenn die Sonne scheint. Oder bei 0 Grad gefriert Wasser. Und zum Schluss benutzen wir das Präsens auch, um über zukünftige Ereignisse zu sprechen, die sicher sind bzw. feststehen. Aber nur im informellen Rahmen. Zum Beispiel, ich fliege morgen nach Griechenland. Oder ich fahre übermorgen nach Berlin. Die Präsensform ist auch recht einfach. Dazu musst du nur wissen, wie das Verb im Satz richtig konjugiert wird. Da gibt es wie in allen anderen Sprachen auch regelmäßig konjugierte und unregelmäßig konjugierte Verben. Ein Beispiel für eine regelmäßige Konjugation wäre das Verb gehen. Ich gehe, du gehst, er, sie, es geht, wir gehen, ihr geht und sie, Plural und formell sie, gehen. Ein Beispiel hingegen für eine unregelmäßige Konjugation wäre das Verb lesen. Ich lese, du liest, er, sie, es liest, wir lesen, ihr lest, sie lesen. Wenn ich also einen Satz im Präsens bilden möchte, sage ich, wenn ich über das Jetzt spreche, ich lese jetzt ein Buch. Wenn ich eine generelle Aussage treffe, ich lese gerne Bücher. Und wenn ich über die Zukunft spreche, ich lese morgen ein Buch. Das war doch bis jetzt gar nicht so schwer. Eine kleine Sache gilt es beim Präsens jedoch zu beachten. Nämlich, dass wir normale Verben, aber auch trennbare Verben haben. Normale Verben stehen in einem Hauptsatz immer im Präsens auf Position 2. Also ich lese gerne Bücher. Bei trennbaren Verben trennen wir, wie der Name schon sagt, das Verb in 2 Teile. Nehmen wir das trennbare Verb aufschreiben, also notieren. Aufschreiben wird folgendermaßen getrennt in auf und schreiben. Übrigens, eine Liste dieser trennbaren Verben und auch alle Zeiten findest du in meinem Premium-Paket mit allen Kursen von A1 bis C1. Hier aber jetzt ein Beispiel mit dem trennbaren Verb. Wir sagen nicht, ich aufschreibe die Telefonnummer, sondern ich schreibe jetzt die Telefonnummer auf. Du siehst, das Verb wird nicht nur getrennt, sondern auch direkt vertauscht, beziehungsweise Anfang und Ende werden vertauscht. Die Vorsilbe kommt nämlich ans Ende, während das konjugierte Verb oder der konjugierte Verbstamm auf Position 2 steht. Wenn wir von Nebensätzen sprechen, ändert sich die Satzkonstruktion, aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Ich gebe dir noch ein Beispiel mit einem trennbaren Verb. Nehmen wir diesmal das Verb einkaufen. Beispielsatz: Ich kaufe im Supermarkt ein. Also zusammengefasst, das Präsens verwenden wir, wenn wir über das Hier und Jetzt sprechen, wenn wir über eine allgemeingültige Aussage reden oder über eine feste Handlung in der Zukunft, die sicher steht. Das alles aber in einem informellen Rahmen.
Und wir haben normale Verben und trennbare Verben. Diese Informationen musst du unbedingt im Hinterkopf behalten. Gehen wir nun über zur nächsten Zeitform, das Perfekt. Das Perfekt benutzen wir, wenn wir über die Vergangenheit sprechen, sowohl in der gesprochenen als auch in der geschriebenen Sprache, obwohl viele Lehrer und Bücher gerne behaupten, dass man diese Zeit eher in der gesprochenen Sprache verwendet. Das stimmt auch, aber wir benutzen sie durchaus auch, wenn wir Texte verschriftlichen, zum Beispiel in E-Mails oder in anderen informellen Texten. Dort benutzen wir nämlich durchaus auch die Perfektform. Also einfach mal festhalten, dass wir das Perfekt benutzen, um über Sachen und Handlungen zu sprechen, die in der Vergangenheit liegen, sowohl in der gesprochenen als auch geschriebenen Sprache, wenn es um Alltagssituationen geht. Ein Beispiel wäre: Ich habe letzte Woche Sport gemacht. Habe gemacht. Oder ich habe gestern viel gelacht. Habe gelacht. Du siehst, wenn wir die Perfektform bilden, dann haben wir plötzlich zwei Verben im Satz. Einmal das Hilfsverb haben und am Ende das Vollverb im Partizip Perfekt. Haben wird im Präsens konjugiert und die Partizip Perfektform ist immer die gleiche. Schauen wir uns das genauer an. In einem Hauptsatz im Perfekt steht also das Hilfsverb haben konjugiert auf Position 2. Also ich habe, du hast, er, sie, es hat, wir haben, ihr habt und sie haben. Das Verb kommt dann ans Ende. Es hat aber, wie gesagt, eine spezielle Form und diese musst du auswendig lernen. Genauso wie die Konjugation der Verben. Das Verb im Partizip Perfekt wird häufig in der regelmäßigen Form mit GE am Anfang und T am Ende gebildet. Also machen hat gemacht, lachen hat gelacht, schicken hat geschickt. Aber natürlich gibt es auch unregelmäßige Formen. Zum Beispiel werden diese dann so gebildet, mit GE am Anfang, aber EN am Ende. Lesen hat gelesen, backen hat gebacken. Und wir haben natürlich auch ein paar Partizip-Perfekt-Formen ohne GE am Anfang. Telefonieren hat telefoniert, profitieren hat profitiert. Und auch die trennbaren Verben sind hier nicht ganz unkompliziert, denn GE kommt dann nicht an den Anfang, sondern nach der Vorsilbe. Anrufen hat angerufen, anstecken hat angesteckt. Auch diese Partizip-Perfekt-Form lernst du, wie gesagt, am besten auswendig. Nun habe ich gesagt, dass man im Perfekt das Hilfsverb haben im Präsens braucht. Und das stimmt auch, zumindest in 80% der Fälle, denn manchmal brauchen wir auch ein anderes Hilfsverb, nämlich sein. Zum Beispiel sagen wir nicht, ich habe gestern um 10 Uhr nach Hause gekommen, sondern ich bin gestern um 10 Uhr nach Hause gekommen. Bin gekommen. Und wir sagen auch nicht, sie hat letzte Woche mit dem Auto gefahren, sondern sie ist letzte Woche mit dem Auto gefahren. Ist gefahren. Das Hilfsverb sein brauchen wir, wenn wir eine bestimmte Gruppe von Verben haben, zum Beispiel Verben einer Bewegung oder einer Zustandsveränderung. Und noch ein paar wenige weitere Ausnahmen. Hier ein paar Beispiele für Verben, die im Perfekt das Hilfsverb sein brauchen. Verben der Bewegung, zum Beispiel gehen, fahren, fliegen, laufen. Verben der Zustandsveränderung, aufwachen, aufstehen, einschlafen, wachsen und so weiter. Und ein paar Ausnahmen, passieren, werden, sein und so weiter. Ich weiß, das ist schon ganz schön kompliziert, daher hier nochmal eine Grafik für dich mit allen Infos zum Perfekt, damit du das besser verarbeiten kannst. Wichtig für dich ist zu verstehen, dass unregelmäßige und regelmäßige Bildung der Verben keiner einfachen Logik folgen. Manchmal ja, manchmal nein. Das heißt, wie gesagt, dass du die Formen auswendig lernen musst. Ebenso musst du die Verben auswendig lernen, die das Hilfsverb sein im Perfekt brauchen. Aber zum Glück gibt es davon nicht allzu viele. So, nachdem du nun das Perfekt verstanden hast, kommen wir zum Präteritum. Hier haben wir eine kleine Schwierigkeit, denn auf der Zeitleiste beschreiben das Perfekt und Präteritum die exakt gleiche Zeit. Und daher stellt sich natürlich für dich die Frage,
Ja, wann benutzen wir eigentlich das Perfekt und wann das Präteritum? Nun, das Präteritum wird gerne in der Literatur, also in Märchen und Geschichten und Romanen verwendet und oft in einem offiziellen Kontext, zum Beispiel in Nachrichten oder Zeitungsartikeln. Sehr häufig also in der geschriebenen Sprache. Aber Achtung, man benutzt das Präteritum natürlich auch in der gesprochenen Alltagssprache, jedoch nur in bestimmten Fällen. Nämlich, wenn wir die Verben haben, sein, werden und die Modalverben müssen, sollen, wollen, können, dürfen und mögen haben. Aber auch bei den Verben denken, finden, brauchen und geben im Sinne von es gibt, es existiert. Also anstatt ich bin im Kino gewesen, was auch korrekt wäre, sagen wir eher ich war im Kino. Und anstatt ich habe gestern keine Zeit gehabt, sagen wir lieber, ich hatte gestern keine Zeit. Und anstatt ich habe gestern nicht kommen gekonnt, was übrigens auch nicht richtig wäre, sagen wir, ich konnte gestern nicht kommen. Und anstatt ich habe das nicht gut gefunden, sagen wir, ich fand es nicht gut. Ebenso wie wir nicht sagen, es hat viel zu essen gegeben, sondern eher, es gab viel zu essen. Warum machen wir das hier aber? Nun, in der gesprochenen Sprache kürzen wir gerne unsere Sätze und das tun wir auch hier. Denn ich hatte keine Zeit ist wesentlich kürzer als ich habe keine Zeit gehabt. Die nächste Frage, die du dir jetzt aber stellst, ist korrekterweise, ja, aber warum verwenden wir dann für die Vergangenheit nicht immer das Präteritum? Die Antwort ist, weil sich das Präteritum für unser Gehör oft zu hochgestochen anhört, wenn man es zum Beispiel mit anderen Verben verwendet und in einem Alltagsdialog einbindet. Also, ich strebte eine Karriere als Anwältin an oder ich machte meine Hausaufgaben gründlich. Das hört sich dann einfach viel zu formell an und passt einfach nicht in den Alltagskontext. Es hört sich nämlich eher an, als würde man eine Geschichte erzählen. Wenn du allerdings eine Geschichte erzählen möchtest oder jemandem etwas aus deinem Leben erzählen willst, zum Beispiel aus deiner Kindheit, dann kannst du natürlich das Präteritum auch mit anderen Verben verwenden. Ein Beispiel: Als ich 12 Jahre alt war, ging ich auf ein Internat und lernte dort Französisch. Das Wörtchen als ist übrigens auch ein gutes Signalwort für das Präteritum. Also, bevor wir zur Form übergehen, hier noch einmal kurz das Wichtigste zur Perfekt- und Präteritumnutzung im Vergleich. Das Perfekt benutzen wir für unsere Alltagsdialoge, ob in gesprochener oder geschriebener Sprache. Und zwar immer dann, wenn wir über die Vergangenheit bzw. eine abgeschlossene Handlung oder Situation in der Vergangenheit sprechen. Das Präteritum hingegen nutzen wir in offiziellen Texten und Geschichten. Wir benutzen das Präteritum aber auch in Alltagssituationen, wenn wir diese Verben haben. Und die Liste siehst du jetzt hier. Ich gebe dir einmal ein Beispiel von einem Alltagsdialog, wo wir Perfekt und Präteritum gemeinsam nutzen. Gestern war ich im Kino. Ich habe eine Komödie gesehen. Und sie hat mir sehr gut gefallen. Allerdings war ich sehr müde und ich bin während des Films eingeschlafen. Ich musste mich mit Kaffee wach halten. Und hier zum Vergleich ein offizieller Text oder ein Text in einem offiziellen Kontext. Am vergangenen Abend kam es in vielen Teilen von Deutschland zu Überschwemmungen. Zahlreiche Keller standen unter Wasser und die Feuerwehr befand sich im Dauereinsatz. Zum Schluss sprechen wir noch die Präteritumform an. Die gute Nachricht: Im Präteritum haben wir wieder nur ein Verb, auf das wir uns konzentrieren müssen. Die schlechte Nachricht: Wir haben sehr viele unregelmäßige Verben im Präteritum. Daher heißt es auch hier auswendig lernen. Hier schauen wir uns einmal ein regelmäßig konjugiertes Verb im Präteritum an. Machen. Ich machte, du machtest, er, sie, es machte, wir machten, ihr machtet und sie machten. Und im Vergleich dazu ein unregelmäßig konjugiertes Verb. Lesen. Ich las, du lasst,
er, sie, es las, wir lasen, ihr last und sie lasen. Du siehst, von lesen zu las ist schon ein großer Unterschied da. Nun kommen wir aber zum Plusquamperfekt. Und wie du sehen kannst, befindet sich diese Zeit vor dem Perfekt und Präteritum. Das heißt, beim Plusquamperfekt sprechen wir von Handlungen und Situationen der Vergangenheit, die vor einer anderen Handlung oder Situation in der Vergangenheit stattgefunden hat. Zu kompliziert? Hier einfacher erklärt. Wir haben zwei Handlungen in der Vergangenheit. Die Handlung, die zuerst passiert ist, steht im Plusquamperfekt. Hier ein Beispiel zum besseren Verständnis. Nachdem ich eingekauft hatte, ging ich nach Hause oder bin ich nach Hause gegangen. Das heißt, die erste Handlung in der Vergangenheit war das Einkaufen und die zweite das Nachhausegehen. Wichtig ist also für uns, dass es zwei Handlungen sind, die nacheinander in der Vergangenheit stattfinden. Und dafür haben wir das Signalwort nachdem. In dem Nachdem-Satz steht immer das Plusquamperfekt. Beispiel: Nachdem ich gekocht hatte, ging ich duschen oder bin ich duschen gegangen. Oder nachdem er gegangen war, räumte ich auf oder habe ich aufgeräumt. Im Satz nach dem Komma folgt dann entweder das Präteritum oder Perfekt, je nach Kontext. Du erinnerst dich noch, offiziell und Alltag. Nun kommen wir aber zur Bildung des Plusquamperfekts und diese ist eigentlich ganz einfach. Im Prinzip ist die Form fast die gleiche wie beim Perfekt, nur dass die Hilfsverben haben und sein im Präteritum und nicht im Präsens konjugiert werden. Hier zum Vergleich: Perfekt ist gegangen und hat gemacht. Plusquamperfekt war gegangen und hatte gemacht. Wenn ich dir hier aber einen kleinen Trick verraten darf, in der gesprochenen Sprache wird das Plusquamperfekt sehr oft durch solche Konstruktionen ersetzt. Zuerst habe ich das gemacht und dann habe ich das gemacht. Beispiel: Zuerst habe ich eingekauft und dann habe ich gekocht. Oder als erstes habe ich aufgeräumt und dann habe ich Netflix geschaut. So kannst du ganz einfach beim Perfekt bleiben und das ist doch ein bisschen einfacher, oder? Nun kommen wir von der Vergangenheit zurück in die Zukunft. Das Futur 1. Das Futur 1 verwenden wir, wenn wir über, wie gesagt, die Zukunft sprechen. Moment, haben wir nicht am Anfang gesagt, dass wir das Präsens für Handlungen und Situationen in der Zukunft verwenden? Da hast du gut aufgepasst. Das Präsens benutzen wir nämlich immer dann, wenn Situationen und Handlungen in der Zukunft zu 100% feststehen und wir uns in einer Alltagssituation befinden. Zum Beispiel: Morgen gehe ich zum Vorstellungsgespräch. Ich habe um 14 Uhr einen Termin. Das Futur 1 hingegen benutzen wir, wenn wir von Plänen sprechen, die nicht unbedingt sicher sind und wir uns in einem offizielleren Rahmen befinden. Zum Beispiel: Ich werde nächstes Jahr nach Italien reisen, aber der Flug ist noch nicht gebucht. Wir verwenden das Futur 1 auch dann, wenn wir Versprechungen machen. Ich werde dich anrufen, wenn ich zu Hause bin. Versprochen. Ich werde dich immer lieben. Versprochen. Eine weitere Nutzung des Futur 1 ist auch, wenn wir Vermutungen oder Prognosen formulieren. Vor allem mit den Wörtern wohl, vielleicht, wahrscheinlich, vermutlich und so weiter. Eine Vermutung: Vermutlich wird er jetzt zu Hause sein. Eine Prognose: Morgen wird es sicher regnen. Zugegeben, dann verliert das Futur 1 ein bisschen seine Funktion als Zukunftszeitform, vor allem wenn es um Vermutungen geht. Denn die Vermutungen, über die wir dann sprechen, sind Vermutungen der, Achtung, Gegenwart. Also, vermutlich wird er jetzt zu Hause sein. Ja, ich weiß, das Präsens wird benutzt, um über die Zukunft zu sprechen und das Futur 1, um über die Gegenwart zu sprechen. Verkehrte Welt. Noch eine kleine Extra-Anmerkung für die Grammatikprofis unter euch. Manchmal benutzen wir das Futur 1 auch bei Aufforderungen oder Befehlen, aber in der Regel nur, wenn man als Elternteil zum Beispiel mit den Kindern schimpft. Zum Beispiel: Kevin,
Du wirst jetzt sofort deine Hausaufgaben machen. Du siehst, das ist ein Befehl. Also zusammengefasst, das Futur 1 wird verwendet, um über eine Sache in der Zukunft zu sprechen, die geplant ist, aber noch nicht 100% sicher ist. Wir benutzen das Futur 1, um in einem formellen Rahmen über die Zukunft zu sprechen. Wir verwenden es allerdings auch, wenn wir Prognosen und Vermutungen anstellen. Bei Vermutungen ist es so, dass es sich um Vermutungen der Gegenwart handelt. Außerdem benutzen wir es auch, um Befehle und Aufforderungen zu formulieren. Nun kommen wir aber zur Form. Dafür brauchen wir das konjugierte Hilfsverb werden auf Position 2 und das Vollverb im Infinitiv, also in seiner Basisform am Ende. Beispiel: Er wird machen. Ich werde sagen. Du wirst kommen. Und zum Schluss bleibt nur noch das Futur 2 übrig. Und vorab, lass mich schon einmal sagen, dass wir diese Form wirklich sehr, sehr selten verwenden. Ich fange diesmal auch mit der Bildung des Futur 2 an. Dann siehst du nämlich auch direkt, weshalb wir diese Zeitform, wie sollte ich sagen, gerne mal vermeiden. Also, das Futur 2 wird folgendermaßen gebildet. Werden plus Partizip Perfekt plus haben oder sein im Infinitiv. Ja, du hast richtig gesehen, für diese Zeitform brauchen wir 3 Verben. Hier ein Beispielsatz. Morgen wird der Test um diese Zeit beendet sein. Jetzt kommen wir zur Nutzung des Futur 2. Wir verwenden es immer dann, wenn wir über eine Handlung oder Situation in der Zukunft sprechen, Achtung, die abgeschlossen sein wird, also beendet sein wird. Hier Beispiele. Nächste Woche Montag wird mein Auto repariert sein. Oder am Freitag um diese Zeit werde ich alle Gäste vom Bahnhof bereits abgeholt haben. Du siehst, wir sprechen hier über abgeschlossene Handlungen in der Zukunft. Bis hierhin ist es noch logisch. Aber halt dich fest, wir benutzen das Futur 2 auch, um über die Vergangenheit zu sprechen. Was? Die Vergangenheit? Yep, nämlich wenn wir von Vermutungen in der Vergangenheit sprechen. Du erinnerst dich noch, das Futur 1 benutzt man über Vermutungen in der Gegenwart zu sprechen und das Futur 2 benutzen wir jetzt, um über Vermutungen in der Vergangenheit zu reden. Na, erkennst du ein Muster? Auch hier benutzen wir dann oft Begriffe wie wohl, vermutlich, wahrscheinlich, eventuell und so weiter, um das Ganze eben noch zu verdeutlichen, dass es sich um eine Vermutung handelt. Hier ein Beispiel. Er wird gestern wohl früh ins Bett gegangen sein. Oder vermutlich wird er den Zug verpasst haben. So. Du hast es geschafft. Das waren alle deutschen Zeitformen. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Video gefallen hat. Wenn ja, like es doch bitte, abonniere meinen Kanal und aktiviere auch die Benachrichtigungen, damit du keins meiner Videos verpasst. Und falls du jemanden kennst, der auch Probleme mit den ganzen deutschen Zeiten hat, teile dieses Video auch gerne mit ihm oder ihr. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.